Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir leckere Rosmarinkartoffeln aus dem Ofen. Die sind wirklich so schnell und einfach gemacht und passen hervorragend zu allen Fleischgerichten oder auch zum Grillen. Man kann sie auch super dippen. Wenn euch mein Kanal gefällt, würde ich mich über ein Abo und ein Like von euch wirklich sehr freuen. Und aktiviert auch sehr gern die Glocke, dann verpasst ihr keins meiner weiteren Gerichte. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Als erstes legt ihr eure Auflaufform am besten mit Backpapier aus. Ihr könnt das Gericht auch gut auf einem Backblech machen. Dann schält ihr eure festkochenden Kartoffeln und schneidet sie in Spalten. Die Kartoffeln wässert ihr dann eine halbe Stunde und trocknet sie dann mit einem Trockentuch gut ab. Dann werden sie einmal in der Auflaufform schön verteilt. Jetzt brauchen wir für die Rosmarinkartoffeln natürlich auch Rosmarin. Ich habe hier frischen und schneide mir welchen zurecht. Ihr könnt aber auch sehr gut getrockneten oder gefrorenen nehmen. Aber ich liebe den frischen Rosmarin sehr, er riecht einfach super. Und ich habe immer welchen in Anpflanzung. Den kann man dann super das ganze Jahr über nutzen. Über die in Spalten geschnittenen Kartoffeln gebe ich jetzt einen großen Schuss Rapsöl. Ihr könnt auch gut Sonnenblumen- oder Olivenöl benutzen. Nun benötigen wir Knoblauch. Ich nehme hier 3 große Knoblauchzehen. Für dieses Gericht schneide ich den Knoblauch nicht. Ich zerdrücke ihn einfach mit einem Messerrücken und lege ihn dann zu den Kartoffeln in die Auflaufform. Wenn die Rosmarinkartoffeln dann später fertig sind, entferne ich den Knoblauch wieder, aber der Geschmack ist in den Kartoffeln super drin. Der Knoblauch gibt den Geschmack schön an die Kartoffeln ab, ohne dass wir später auf Stückchen beißen. Für mich persönlich gehört Knoblauch zu Rosmarinkartoffeln einfach dazu. Für den besonderen Pfiff gebe ich jetzt noch 2 Chilischoten dazu. Die Chilischoten halbiere ich und schneide sie dann einfach in dünne Streifen runter. Die Kerne lasse ich ungefähr so zur Hälfte drin. Die restlichen Kerne weiche ich immer in Zewa ein, um später neue Chilischoten heranzuziehen. Die klein geschnittenen Chilischoten verteilen wir jetzt über unsere Kartoffeln. Die Chilischoten sind allerdings nur optional. Wer keine Schärfe mag, der lässt sie einfach weg. Jetzt wird das Ganze erstmal reichhaltig gewürzt. Mit den Gewürzen solltet ihr allerdings nicht sparen. Gerade beim Salz kann es ruhig etwas mehr sein. Die Kartoffeln können sehr viel Salz vertragen. Des Weiteren gebe ich noch Pfeffer daran. Nun rühren wir das Ganze mit den Händen einmal beherzt durch, damit sich die Gewürze und Aromen auch überall gut verteilen können. Und jetzt kommt der Rosmarin zum Einsatz. Den verstecke ich allerdings etwas unter den Kartoffeln, damit er später im Ofen nicht verbrennt. Wenn man ihn einfach so oben drauf legen würde, würde er im Ofen verbrennen und sehr bitter schmecken. Und jetzt fängt das Ganze richtig toll an, nach Rosmarin zu duften. Das Ganze kommt jetzt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen für 45 Minuten. Und hier seht ihr unser tolles, leckeres Ergebnis. Super leckere, knusprig braune Rosmarinkartoffeln. Ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!